Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen Sie Teil 15 zum Bau meiner Spulenanlage. Bitte alle dranbleiben, dieser Film startet hier. Heute möchte ich meine Aufmerksamkeit mal ein bisschen meinem Bahnsteig widmen und da speziell dem Dach. Und zwar möchte ich hier, habe ich schon so Y-Pfeiler von Zapf sind die. Und da möchte ich ein Dach hier hin machen. Jetzt habe ich lange überlegt, ob ich 20 cm Abstand mache. Schon, ob ich das so hinbekomme, dass man das gut sieht. Oder ob ich 25 cm Abstand mache. Und da ich mir nicht selbst im Klaren darüber bin, mache ich jetzt einfach 22,5. Ich gehe einfach in die Mitte. Das wären dann so ungefähr 10,5 Meter, naja, so 10 Meter ungefähr. Als erstes habe ich jetzt die Lasercut-Stellen hier, das Knusprige quasi, ein bisschen abgeschliffen, weil ich finde, das lässt sich nicht so gut lackieren. Dann habe ich das jetzt mittlerweile hier aufgeklebt. Ich habe den Abstand reduziert auf 18 cm und auf jeder Seite, ich glaube, knapp 4 cm Überstand. Also ich komme dann so auf 62 cm. Und da habe ich mir hier jetzt schon 6 Leisten vorbereitet. Und die werde ich jetzt schön aufkleben. Das sind 3 mm Lindenleisten. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Zwischenzeitlich habe ich die ein oder andere auch schon weggerissen gehabt. Aber jetzt fange ich mal hier an den Seiten an. Da mache ich jetzt Leimpünktchen hin. Sanfte. Dann nehme ich mir meine Leiste, die habe ich mir hier markiert. Und dann klebe ich die mal auf. Ich habe mich jetzt doch umentschieden und mache die äußeren mal mit Sekundenkleber, weil ich das dann besser und flotter justieren kann, wenn ich nicht genügend Klammern da habe. Sieht man jetzt bloß die Hand. Das ist natürlich nichts. So, jetzt habe ich mal die Unterkonstruktion soweit fertig. Hier habe ich in der Mitte so ein Halbrohr. Na, wo ist es? Da. Reingeklebt. Das ist dann quasi die Dachrinne, weil das soll so ein Wellblech oder Ethanitdach drauf kommen. Genau, aber das soweit sind wir noch nicht. Jetzt werde ich als nächstes dann lasse ich das als erstes mal so ein bisschen trocknen. Und dann fixiere ich die Rinne noch ein bisschen. Die muss ich an den Seiten noch zumachen. Dann muss ich das Ganze auch noch lackieren. Genau, so geht es jetzt weiter. Das Dachgestell ist jetzt über Nacht getrocknet. Das ist jetzt alles schön fest. Hier habe ich gestern noch mit aus so Holzleisten, also aus meinen Kaffeerührstäbchen, habe ich noch so Unterlagen für die Lampen gemacht. Da werde ich wahrscheinlich, entweder mache ich 2 oder 3 hin. Muss ich mal schauen. Genau. Und jetzt habe ich nebenbei schon angefangen mit dem Dach. Dazu nehme ich mir hier so Grillschalen. Das muss ein bisschen dickeres Aluminium sein, also Alufolie ist dazu zu dünn. Und dann habe ich hier so da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Dann habe ich hier so einen Quetscher. Und da kann man quasi, wenn man hier den schön reinstellt, kann man dann hier schön entweder eine Dose quetschen, Senf oder ein Wellblechdach machen. Das ist jetzt nur ein Probestück, das ich genommen habe. Ich schaue, dass ich für die Vorderseite von meinem Dach quasi das Filetstück aus der Mitte nehme für die, also quasi hier das Rechteck. Das ist so ein bisschen am besten geeignet und da müsste ich dann ganz gut hinkommen, aber so schaut es dann aus. Jetzt habe ich Wellblech beziehungsweise Ethanitplatten für die gesamte Länge vorbereitet und noch ein bisschen Reserve. Und jetzt grundiere ich das Ganze mit einem Primer. Dazu muss ich jetzt aber erstmal die Airbrush
bemühen. So, dann geht es weiter mit meinem Ethanitdach. Das hatte ich grundiert, danach mit Zement Cray erst lackiert quasi. Dann bin ich mit Weiß dünn, sehr dünn drüber gegangen. Dann bin ich mit Sky Cray drüber gegangen und am Ende nochmal mit Schwarz. Genau, so schaut es aus. Und jetzt alter ich das Ganze. Und zwar nehme ich da Pulverfarben und fange hier unten mal, mache ich hier einen Streifen. Das habe ich in der Gleiswüste, habe ich das gesehen. Das fand ich ganz cool. Quasi da, wo sich der Dreck ansammelt am meisten, fängt man dann an und dann streicht man das nach oben. Und dann schaut es so aus. So, jetzt habe ich mir aus Messingrohr und Messingresten quasi noch eine Dachrinne, ein Fallrohr gelötet, das ich dann an den Pfosten hier an der Seite runter also hinmachen kann, dass hier das Wasser aus meiner Dachrinne abläuft und in dem Rohr will ich dann gleich die Leitung für das Licht runterführen. Genau, das muss ich jetzt noch grundieren und lackieren und dann wird es dran gemacht. Jetzt habe ich hier schon die Fallrohre installiert, habe das Ganze ein bisschen hier vorgebohrt und dann mit Sekundenkleber quasi fixiert. Jetzt muss ich das nochmal ein bisschen nachbessern, weil so ein bisschen der Lack abgegangen ist. Und ein bisschen Schwund hatte ich halt, ein bisschen Schwund ist immer. Dann habe ich jetzt die Lampen schon hingeklebt. In der Mitte bleibt frei, da kommt mein Bahnhofsschild hin, also mein Ortsschild. Wenn ich irgendwann mal weiß, wie meine Bahnhöfe heißen, dann werde ich mich darum kümmern. Genau, und so schaut es jetzt aus. Jetzt habe ich das Fallrohr noch ein bisschen gealtert und habe drüben schon die Löcher gebohrt. Habe das mal Probe eingesetzt gehabt. So schaut das jetzt aus. Und dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass ich mich gar nicht festgelegt habe, ob das jetzt ein Holzuntergestell ist oder irgendeine Stahlkonstruktion oder irgendwas Metallernes. Und jetzt habe ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht dazu. Und ich fand es so ein bisschen schwierig, weil es halt keine Schrauben oder sonst irgendwas gab. Und jetzt habe ich hier unten einfach so Bolzen imitiert, indem ich da so ein bisschen Kleber, ein bisschen dicker aufgetragen habe, so Tropfen. Und dann quasi das gleich fixiert habe. Und daraus mache ich jetzt ein bisschen was. Damit kann ich das zumindest ein bisschen andeuten. Jetzt habe ich das so ein bisschen rostig gemacht und habe noch mit einem Bleistift eine Linie gezogen, dass es so ein bisschen ausschaut, als wären das zwei Teile. Genau, und da mache ich jetzt gar nicht recht viel mehr. Hier an den Verbindungskanten habe ich so ein bisschen was gemacht. Aber da wollte ich jetzt nicht zu viel. Gestern habe ich es noch mit einem matten Klarlack alles ein bisschen überlackiert und jetzt geht's los. Jetzt starte ich einfach mal. Da muss man mutig sein. So, jetzt wird es mal wieder ernst. So, und das mache ich jetzt die ganze Reihe vor. So, jetzt habe ich das Bahnsteigdach komplett drauf. Und dafür, dass ich mein erstes Bahnsteigdach gebaut habe, bin ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Es gab natürlich so ein, zwei Klebefinger-Dummheiten. Aber jetzt muss ich sowieso nochmal drüber altern und dann werde ich das schon kaschieren. So schaut es von unten aus. Eigentlich gefällt es mir von unten fast besser. Ja, genau. Und jetzt werde ich nochmal drüber altern und so ein, zwei Macken ausbessern. Und dann habe ich noch zwei Schilder gemacht. Die werde ich noch hinkleben. Und genau, und dann installieren wir. Da habe ich schwarz. Und das
werde ich jetzt mal dezent auftragen. Sollte reichen erstmal von unten. Jetzt muss ich das Ganze dann matt lackieren und dann geht es auf der Oberseite weiter. Ich mache jetzt doch erst oben das Dach fertig, weil ich ja dann das auch noch mit matten Klarlack lackieren muss und dann werde ich gleich alles in einem Abwasch machen. Jetzt mache ich hier als erstes mal, ich weiß nicht so recht, ich werde jetzt als erstes wahrscheinlich mal die Dachrinne altern, habe ich mir jetzt gerade gedacht, weil die habe ich ja noch gar nicht. Dazu nehme ich mir jetzt mal meinen Rostwash, da muss ich jetzt aufpassen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Da darf ich nicht an das Eternit hinkommen, weil Eternit rostet ja nicht. Gut, lasse ich das mal trocknen. Derweil mache ich mal, ich habe gerade noch ein, zwei Stellen gesehen, die ich ein bisschen hinkleben muss. Das mache ich jetzt mal noch. Gut, und dann starte ich mit dem Dach. Dann mache ich es jetzt wieder von, wie ich es vorher schon mal gemacht habe, quasi, dass ich von unten nach oben arbeite. Gut, und das mache ich jetzt auf der anderen Seite noch und dann nähern wir uns dem Ende. Und so schaut es jetzt aus. Jetzt finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und jetzt geht es als nächstes weiter. Jetzt habe ich hier so Kreiden. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen drauf raspeln. So, da fange ich mal an mit Schwarz. Und jetzt mache ich hier mal so Flakes drauf. So, dann mache ich ein paar Hellgraue. Und dann so ein paar beige. Ganz leicht. So. Und mehr würde ich jetzt gar nicht machen. Das hat mir jetzt alles weggepustet mit der Airbrush. Da konnte ich noch so weit weggehen. Deswegen habe ich das jetzt nochmal gemacht und habe es quasi mit einem matten Klarlack vorher eingesprühtes Dach. Jetzt muss ich mal schauen, was da rumkommt, weil jetzt hat es ein bisschen besser gehaftet. Jetzt lasse ich das mal trocknen und dann gehe ich trotzdem nochmal mit der Airbrush drüber. Also schaut es jetzt aus. Jetzt ist es getrocknet. Jetzt schaut das Ganze so aus. Und so lasse ich das jetzt. Jetzt lackiere ich alles noch mit matten Klarlack über. Und dann bekommen meine Pfosten, habe ich mir überlegt, noch ein Fundament. Das muss ich dann schauen, wie ich das mache am Bahnsteig. Und dann bin ich soweit erstmal durch. So, jetzt habe ich von meinem Bahnsteig noch so Reste gehabt. So Bahnsteigkanten, und die habe ich jetzt mal als Fundament drunter geklebt. Und jetzt muss ich bloß noch, was heißt bloß noch, jetzt muss ich das ein bisschen markieren. Oder mit dem Cuttermesser da so ein bisschen lang fahren und dann so ein bisschen den Bahnsteig ausheben, dass ich die so ein bisschen versenken kann. Genau, aber so würde er ausschauen. Jetzt habe ich hier noch Schilder hingemacht, Ausgang und Gleis 1 und 2 und habe hier die Fundamentslöcher ausgehoben, jetzt wird geklebt. Gut, und schon steht er. Jetzt habe ich alle Lampen gesetzt. Untenrum habe ich die Löcher so ein bisschen aufgefüllt mit dem Schotter, der auch auf dem Bahnsteig ist. Das muss jetzt trocknen, dann soll es eigentlich wieder genauso ausschauen. Als nächstes muss ich dann den Bahnsteig altern und dann kommt noch die Ausschmückung. Hier ist zwischenzeitlich ein Geländer hingekommen. Es wird langsam. Jetzt mache ich noch eine Schicht
dezent Airbrush-Alterung. Gut, mehr würde ich gar nicht machen. Der Bahnsteig ist jetzt soweit gealtert. Jetzt habe ich hier noch eine Streugutkiste hingemacht. Genau, und jetzt geht es dann ans weitere Ausgestalten. Der Fleck ist bloß ein Tropfen Leim, da habe ich rumgesaut. Jetzt gehe ich allerdings dann hier hinter als erstes und begrüne hier hinter dem Geländer so ein bisschen, ganz leicht. Das Gras ist mittlerweile getrocknet und jetzt habe ich hier schon so ein bisschen dekoriert. Aber recht viel mehr mache ich jetzt mal gar nicht. Da kommt dann noch ein bisschen größerer Busch rein, wenn ich mal einen habe. Also schaut es jetzt aus. Jetzt habe ich den Bahnsteig soweit fertig. Er ist jetzt gealtert. Ich habe so ein bisschen Moosbewuchs noch an 1-2 Stellen hingemacht. Ich habe die Lampen angeschlossen, Papierkörbe aufgestellt. Figuren sind dazugekommen. Meine Anlagenbevölkerung ist jetzt rapide angestiegen. Genau, jetzt muss ich noch schauen, so ein bisschen Bänke und Anzeigetafeln oder hier so ein Fahrplan oder irgendwas dergleichen. Aber so schaut es jetzt aus. Jetzt zeige ich euch das Ganze noch im Dunkeln. So schaut das Ganze im Dunkeln aus. Das soll es jetzt erstmal vom Mittelbahnsteig gewesen sein, beziehungsweise von meinem Bahnsteigdach. Jetzt möchte ich mich noch ganz herzlich bei allen bedanken, die mir Tipps und Ideen in die Kommentare geschrieben haben. Das hat mir sehr geholfen. Also vielen Dank an euch. Da gibt es mal einen Daumen von mir. Ich würde euch ja 2 geben, aber mit dem anderen muss ich die Kamera festhalten. Und jetzt zeige ich euch, was ich alles verändert habe. Und zwar habe ich hier den Zaun angekürzt. Und ja, mir gefällt es jetzt so wesentlich besser. Ich denke mir halt, es macht vielleicht insofern Sinn, dass hier nicht irgendwas rüber schnalzt oder vielleicht auch ein bisschen Staubschutz in Anführungsstrichen. Genau. Dann geht es hier rüber zur anderen Zaunseite. Da habe ich jetzt quasi bloß noch vor meinem Wald so ein bisschen als Wildschutzaun. Genau, und jetzt kommt die größte Veränderung meines Erachtens. Ich habe hier wesentlich mehr Dreck. Und ja, jetzt fehlen halt noch Lampen. Die werden mal bei Zeiten kommen. Aber so schaut es jetzt aus. Dann habe ich hier in meinem Schlackesumpf auch einiges verändert. Ich habe hier noch mal ein bisschen eine dunklere Asche aufgetragen. Und habe hier Wasser reingemacht und habe das Ganze auch noch mal gewascht. Auf jeden Fall gefällt mir jetzt der Gesamteindruck wesentlich besser. Hier hinten habe ich noch 2 bisschen höhere Büsche reingesetzt, dass das farblich nicht so monoton ist. Und das ist jetzt das vorläufige Endergebnis. Man kann ja immer noch ein bisschen rumdrecken. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal.